Affirmationen sollen laut Selbsthilfebüchern und spirituellen Menschen der Schlüssel sein, um sein Leben umzukrempeln. Aber ist das wirklich so? Was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? In der Psychologie suchen wir ständig nach Belegen für Aussagen. Deshalb habe ich mich intensiv mit Affirmationen beschäftigt und sehr viele wissenschaftliche Arbeiten dazu gelesen. In diesem Video zeige ich euch, was ich dabei herausgefunden habe. Für alle, die sich jetzt fragen, was sind überhaupt Affirmationen, möchte ich eine kurze Definition geben. Sprachwissenschaftlich ist die Affirmation die Behauptung oder Bejahung einer Aussage. Vereinfacht gesagt ist eine Affirmation nichts anderes als ein positiv formulierter Satz über sich selbst und/oder die Umwelt. Und noch einfacher gesagt, du redest dir selbst gut zu. Häufig ist das Ziel von Leuten, die Affirmationen verwenden, die eigenen Gedanken und längerfristig auch das Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Theoretisch läuft das Ganze so ab. Du wiederholst regelmäßig über einen bestimmten Zeitraum einen bestimmten Satz. Zum Beispiel, ich bin stark. Durch das ständige und regelmäßige Wiederholen dieser Affirmation soll sich dieser Glaubenssatz in dein Denken einbrennen, sodass du diesen automatisch und unbewusst abrufst. Stellt euch das wie ein Dominospiel vor. Zuerst wird das Denken verändert, dieses wiederum verändert die Gefühle und diese wiederum das Handeln und Verhalten. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist, wenn ich eine Affirmation, wie in unserem vorherigen Beispiel, ich bin stark, gar nicht glaube? Was ist, wenn ich in Wirklichkeit denke, ich bin ein Schwächling? Würde mir das nicht sogar schaden? Mit so einer ähnlichen Fragestellung befasste sich eine etwas ältere Studie, welche zeigte, dass Affirmationen bei Menschen mit geringem Selbstwertgefühl oft genau das Gegenteil von dem bewirkten, was sie eigentlich sollten. Bei ihnen führte die Affirmation, ich bin ein liebenswerter Mensch dazu, dass sie im Gedanken Gegenbeweise dafür suchten. Also doch lieber gar keine Affirmationen? Ganz so einfach kann man das dann doch nicht sagen, denn die Versuchsteilnehmer mit hohem Selbstwertgefühl fühlten sich nach den Affirmationen tatsächlich besser. Abgesehen davon gab es Kritik am Studiendesign. Eine Studie an chinesischen Versuchsteilnehmern hatte dagegen ein sehr interessantes und wie ich finde besseres Studiendesign. Sie untersuchten nämlich zusätzlich zu den üblichen geschriebenen bzw. gelesenen Affirmationen auch die Wirkung von auditiven, also Affirmationen, die man sich anhört, so ähnlich wie die Affirmationen, die man auf YouTube findet. Die Ergebnisse zeigten, dass Versuchsteilnehmer, die den gesprochenen Affirmationen lauschten, tatsächlich eine bessere Stimmung danach hatten. Bei der Gruppe mit den schriftlichen Affirmationen sah das anders aus. Eine neuere Studie griff das Thema Body Positivity auf und untersuchte, wie Frauen auf die Affirmation Ich liebe meinen Körper reagieren. Dazu schrieben sie 5 Minuten lang auf, welche Gedanken und Gefühle sie hatten. Alle 30 Sekunden ertönte ein Signalton, bei dem sie die Affirmation Ich liebe meinen Körper denken sollten. Mehr als die Hälfte der Frauen schrieb mindestens einen negativen Kommentar über das eigene Aussehen aufs Blatt. In der Kontrollgruppe gab es kaum negative Kommentare. Eine mögliche Erklärung dafür liefert die sozialpsychologische Theorie der Selbstverifikation. Diese Theorie besagt, dass Menschen immer danach bestrebt sind, das eigene Selbstkonzept zu bestätigen, unabhängig davon, ob es positiv oder negativ ist. Wenn also Frauen die Affirmation Ich liebe meinen Körper gezeigt bekommen, diese aber von dem abweicht, was sie wirklich denken, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie Gegenargumente für diese Aussage suchen. Das kann sich auch in einer negativen Stimmung niederschlagen. Wenn die Affirmation aber zum eigenen Selbstkonzept passt, ist man eher dazu geneigt, diese zu akzeptieren und zu übernehmen. Aber je mehr ich recherchiert habe, desto mehr wissenschaftliche Belege habe ich auch dafür gefunden, dass Affirmationen hilfreich sein können.
Bei Studenten mit Angst vor öffentlichen Reden führte eine Affirmation vor der Präsentation zu weniger Lampenfieber bzw. Angst vor dem Auftritt. Fast alle Studenten fühlten sich danach mental besser vorbereitet. Über das Semester hinweg reduzierte die Affirmation aber nicht die Angst vor Präsentationen, welche in anderen Kursen abgehalten wurden. Eine andere Studie untersuchte, ob Affirmationen die Matheleistung von Kindern verbessert. Sie unterschieden zwischen Ability Self-Talk, also Affirmationen zu den Fähigkeiten wie ich bin sehr gut in dem, und Effort Self-Talk, also Affirmationen zu Bemühungen, welche lauteten ich werde mein Bestes geben. Die Effort Self-Talks halfen besonders den Kindern, welche davon überzeugt waren, dass sie nicht gut in Mathe sind. Dagegen verhalf der Ability Self-Talk nicht zu besseren Leistungen. Die Wissenschaftler erklärten sich diese Erkenntnisse damit, dass Kinder mit schlechten Mathekompetenzen die Rechenaufgabe als schwierige Herausforderung sahen. Für sie könnte die Herausforderung dann ein Signal für die mangelnde Fähigkeit gewesen sein. Indem diese Kinder dann ihre Aufmerksamkeit hin zu einem Aspekt lenkten, den sie selbst zu diesem Zeitpunkt kontrollieren konnten, also dem ich werde mein Bestes geben, verhalf ihnen das zu besseren Leistungen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Ability Self-Talk per se schlecht ist, jedoch zeigt es, dass der zeitliche Fokus eine Rolle spielt. Es gibt wissenschaftliche Studien, die nahelegen, dass Affirmationen wirken und welche, die nahelegen, dass dies nicht der Fall ist. Die Forschung reicht meiner Meinung nach noch nicht genug dafür aus, um ein eindeutiges Urteil zu fällen. Ich persönlich denke, dass man auf sein Bauchgefühl hören sollte und das tun sollte, was einem gut tut. Wenn dir die Affirmationen helfen, dann verwende sie. Wenn du das Gefühl hast, dass sie dir nichts bringen oder sich sogar deine Stimmung danach verschlechtert, dann lass es lieber sein. Schreib mir doch in die Kommentare, ob du Affirmationen selbst verwendest und wie sie bei dir gewirkt haben. Und wenn du dich für solche psychologischen Videos interessierst, dann abonniere gerne diesen Kanal und gib dem Video ein Like.